Sind wir mal ehrlich, wer mag keinen trainierten Hintern? Egal ob beim Mann oder Frau, ein trainierter Po wirkt einfach extrem attraktiv und sexy. Kein Wunder, dass es so viele Begriffe für diesen Muskel gibt. Popo, Gesäßhälfte, Kiste allerwertester, Pöter, Sitzschinken, Rückteil, Hosenboden, Sitzfläche, Po oder Hinterteil. Wie auch immer bezeichnet, besonders bei Frauen gilt ein großer und trainiertes Hinterteil als ein Schönheitsideal, was viele anstreben. Wer möchte nicht anziehend, sexy und attraktiv wirken? Die sozialen Netzwerke sind voll von Bildern mit großen und trainierten Pos in Leggings, Sporthosen oder Bikinis. Neben dem reinen Schönheitsideal ist ein trainiertes Gesäß aber auch für unsere Gesundheit von Vorteil. Warum das so ist, mit welchen Übungen auch du einen trainierten Po bekommen kannst und ob es irgendwann auch zu viel sein kann, erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Wenn man eine Person fragt, warum sie beim Training Bein- und Po-Übungen wie Kniebeugen oder Kickbacks macht, hört man in der Regel als Antwort, dass sie einen großen und trainierten Po möchte. Ein trainierter Hintern lässt sich auch wunderbar anschauen. Dabei hat der menschliche Po-Muskel noch viel mehr zu bieten, als einfach nur gut auszusehen. Der Po-Muskel übernimmt in unserem Körper mehrere wichtige Aufgaben. Der Po-Muskel besteht eigentlich aus 3 verschiedenen Muskeln. Der Gluteus maximus, Gluteus minimus und der Gluteus medius sorgen dafür, dass wir unsere Beine bewegen und rotieren können. Außerdem ermöglichen unsere Po-Muskeln das Strecken des Beckenbodens nach hinten. Der Name Gluteus maximus hast du vielleicht schon einmal gehört. Dieser Muskel ist der tatsächlich größte Muskel des menschlichen Körpers. Diese Effekte hat ein trainierter Po. Wer viel sitzt, weil er zum Beispiel auf der Arbeit, viel im Büro ist, beansprucht sein Po-Muskel in der Regel zu wenig. Der moderne Mensch sitzt viel zu viel. Für das lange Sitzen ist unser Körper eigentlich gar nicht ausgelegt. Die Folge ist, dass beim Sitzen unsere Rückenmuskulatur die Arbeit macht und sich unsere Po-Muskulatur entspannt. Dies führt häufig zu Hüft-, Knie- und Rückenschmerzen. Wird der Po-Muskel zu wenig trainiert, bildet sich im Körper eine muskuläre Disbalance. Diese äußert sich in der Regel durch Schmerzen in der Hüfte, welche dann nach unten in die Beine und Knie übergehen. Ein trainierter Po-Muskel stabilisiert die Hüfte und den Beckenboden. Da der untere Rücken dann einen großen Anteil vom Po-Muskel übernimmt, wird dieser ebenfalls unverhältnismäßig stark belastet. Mit einem trainierten Hintern werden andere Muskeln, Sehnen und Gelenke entlastet und eine Disbalance verhindert. Außerdem wird ein trainierter Po seine körperliche Leistung insgesamt verbessern können. Bei vielen Sportübungen, ob im Kraftsport oder auch vielen anderen Bereichen wie Klettern, Reiten usw., ist die Gesäßmuskulatur beteiligt. Ein starker Po-Muskel verbessert dabei die Kraft und Ausdauer bei der Sportausübung. Du wirst effizienter, explosiver, schneller und leistungsfähiger. Die gesamte Körperspannung verbessert sich. Eine erhöhte Körperspannung und der damit verbundene Entlastung von Sehnen und Gelenken reduziert die Verletzungsgefahr sowohl im Alltag als auch bei der Sportausübung. Jetzt weißt du, warum ein trainierter Po-Muskel so wichtig ist. Damit du auch an deinem knackigen Hinterteil arbeiten kannst, zeige ich dir nun super Übungen, mit denen du gezielt den Po trainieren kannst. Für diese Übungen brauchst du nur etwas Platz und schon kann es losgehen. Übung Nummer 1: Kniebeugen. Die Übung Kniebeugen ist der Klassiker schlechthin. Aber gerade weil die Übung so gute Erfolge bringt, gilt sie als einer der besten Übungen für einen trainierten Po. Die Übungsausführung ist nicht kompliziert. Stelle die Füße schulterbreit auseinander. Gehe nun in die Hocke und spanne die Rumpfmuskulatur an. Drücke dich anschließend wieder nach oben. Kniebeugen ist gerade eine tolle Übung, bei der gleich mehrere Muskelgruppen gleichzeitig trainiert werden. Neben dem Gesäß werden auch die Oberschenkel und die gesamte Rumpfmuskulatur trainiert. Übung Nummer 2: Der Ausfallschritt. Für den Ausfallschritt gehe immer abwechselnd mit einem Fuß aus der stehenden Position in die Ritterschlagposition, so habe ich sie genannt. Verlagere dein Gewicht auf den vorderen Fuß und drücke dich explosiv zurück nach oben. Spanne während der Übung dein Bauch- und Rumpfmuskulatur an. Übung Nummer 3: Die Mountain Climbers. Bei dieser Übung nimmst du zuerst die Liegestützposition ein. Es sollten nur deine Hände und deine Fußspitzen den Boden berühren. Deine Körpermitte wird angespannt und sollte eine gerade Linie bilden. Ziehe nun abwechselnd die Knie an den Oberkörper und versuche, dass deine Knie deinen Oberkörper berühren.
Nach dem Kontakt strecke das Bein wieder und wiederhole die Übung mit dem anderen Bein. Diese Übung ist eine unterschätzte Übung, die echt reinhaut. Probier sie aus. Übung Nummer 4. Intervalle beim Joggen. Der Po-Muskel wird beim Laufen belastet. Um ihm einen extra Kick zu geben, baue in die Laufeinheit kurze Intervalle ein, in denen du sprintest oder deine Knie nach vorne hochziehst oder seitwärts läufst. Hier wird besonders die Muskelausdauerleistung trainiert. Trainierte Muskelausdauer sorgt in erster Linie nicht für einen großen und voluminösen Effekt, ist aber genauso wie beim Training aller anderen Muskeln sehr wichtig. Aber bevor du jetzt jeden Tag nur gezielt deinen Hintern trainierst, möchte ich dir einen Ratschlag mitgeben. Das einseitige Training einzelner Muskelgruppen ist ungesund. Es ist wichtig, alle großen Muskelgruppen unseres Körpers zu trainieren. Erst wenn sich unsere Muskelgruppen in einem Gleichgewicht befinden, können wir von den gesundheitsfördernden Effekten profitieren. Ein ungleichmäßig trainierter Körper kann sogar die Belastung erhöhen und zu unnötigem Verschleiß führen. Die Folge einer muskulären Disbalance sind dann häufig Rücken-, Hüft- oder Knieschmerzen. Und auch das Aussehen passt nicht, wenn nur der Po trainiert ist. Trainiere also gerne deinen Hintern, aber vergiss die anderen Muskeln nicht. Lasse dir und deinem Körper genug Zeit, sich vom Trainingsreiz zu regenerieren und halte dich an die Grundregeln des Muskelaufbaus. Welche das sind, zeige ich dir in dem links eingeblendeten Video. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Wissen eine Stufe weiter auf der Treppe zu deinem persönlichen Körperglück verhelfen. Körperglück. Finde dein Körperglück.